Hallo und herzlich willkommen bei Gravity Champs. Schön, dass du eingeschaltet hast. Es ist endlich soweit. Wir haben für dich eine neue Videoreihe vorbereitet und zwar die Top 3 Übungen für eine Muskelgruppe oder für einen Skill. Heute steht der Handstand-Push-Up an und ich zeige euch gleich mal, wie der geht. Wie ist das Video aufgebaut? Wir haben insgesamt 3 verschiedene Übungen. Für jede Übung gibt es 3 verschiedene Level. Level 1 ist leicht, Level 2 ist mittel, Level 3 ist schwer. Wir starten jetzt gleich mit der ersten Übung. Viel Spaß! Übung Nummer 1 ist der Pike Push-Up. Level 1 ist ein ganz normaler Pike Push-Up am Boden. Genau, wichtig, wir gehen etwa schulterbreit mit unseren Armen auseinander. Der Po geht nach oben. Wir schauen mit unserem Kopf nach unten und lehnen uns nach vorne und Ellenbogen bleiben nah am Körper und drücken uns wieder nach oben. Richtig schön nach vorne lehnen, ganz wichtig. Genau, und eure Wiederholungen machen. Genau, das wäre die Übung fürs Level 1. Das zweite Level von Pike Push-Ups sind die Elevated Pike Push-Ups. Genau. Ihr nehmt euch hier jetzt eine Erhöhung, platziert eure Füße nach oben und es ist dasselbe Spiel wie letztendlich bei den normalen Pike Push-Ups, bloß dass ihr ein bisschen erhöht seid und hier auch ein bisschen mehr auf eure Schultern mehr Power habt und genau, da führt ihr dasselbe wie vorher durch. Ihr lehnt euch weiter nach vorne, geht nach oben. Genau, wieder echt schauen, dass eure Ellenbogen ungefähr bei 90 Grad sind. Möglichst körpernah. Schaut, dass wirklich eure Ellenbogen nicht nach außen gehen. Genau. Und führt eine kontrollierte Bewegung aus. Wenn euch das zu einfach ist, könnt ihr es auch noch ein bisschen erschweren, wenn ihr Parallels habt. Genau. Hier, das sind einmal die Parallels. Da kommt ihr nämlich ein bisschen tiefer. Genau, dasselbe Spiel. Genau. Und ihr könnt hier viel tiefer eintauchen. Genau. Habt ihr noch mal ein bisschen mehr und eine höhere Schwierigkeit bei dieser Bewegung. Pike Push-Ups Level 3 sind die Elevated Weighted Pike Push-Ups. Genau, hierzu könnt ihr eine Gewichtsweste nehmen oder was ich immer präferiere, ist der Gewichtsgürtel. Genau, ganz wichtig bei der Übung, dass das Gewicht nah am Körper ist, ja? Also dass ihr das wirklich eng schnallt. Das ist sehr, sehr wichtig. Genau, schnallt es hier fest. Genau, und dasselbe Spielchen, was jetzt hier passiert, genauso wie vorhin, die gleiche Bewegung, bloß dass jetzt natürlich noch ein bisschen schwieriger wird wegen dem Gewicht. Da könnt ihr natürlich 5, 10 Kilo dranhängen, wie auch immer. Genau, aber dasselbe Spiel, hier wieder schulterbreit etwa und hier könnt ihr richtig schön tief eintauchen. Genau. Und drückt euch wieder nach oben. Und schön weit nach vorne lehnen. Ellenbogen ca. 90 Grad und körpernah. Genau, da werdet ihr schnell merken, es wird sehr anstrengend. Aber es ist eine super Übung. Das war Pike Push-Ups Level 3. Übung Nummer 2 ist der negative Handstand Push-Up. Für Level 1 könnt ihr das an der Wand machen, also Wall Assistant. Ich zeige euch gleich mal, wie das geht. Ihr geht hier an eine Wand oder an eine Stange, wie auch immer, kraxelt hier nach oben, genau, zack, zack. Jetzt ist wichtig, wir gehen kurz in die Handstandposition und wie beim Pike Push-Ups, wir lehnen uns weit nach vorne, gehen kontrollierte Ausführung machen, langsam nach unten gehen und halten. Genau. Das wäre jetzt von der Bewegungsausführung, was wichtig ist und hier auch dasselbe wie beim Pike Push-Up vorhin. Schaut, dass wirklich die Ellenbogen nah am Körper sind und hier nicht irgendwie nach außen gehen und dass ihr wirklich eine kontrollierte Bewegungsausführung habt. Level 2 des negativen Handstand-Push-Ups, ganz klassisch aus der normalen Handstandposition. Ganz wichtig, Voraussetzung ist, dass ihr einen Handstand könnt, ganz klar. Hier eben wieder wichtig, schulterbreiter Stand. Genau, ihr geht hoch in den Handstand. Genau, und jetzt ist wichtig, Körperspannung beibehalten, auch in den Beinen. Der gesamte Körper ist gespannt. Und ihr lehnt euch wieder nach vorne, bis die Nase am Boden ist. Auf eine kontrollierte Bewegungsausführung achten und wirklich schaut, dass ordentlich Spannung besteht. Ja?
und macht es wirklich kontrolliert. Level 3 des negativen Handstand-Push-Ups, ganz klassisch an den Parallels. Deshalb, weil wir einfach eine bessere Range of Motion haben. Ja? Ich starte gleich mal. Hier sind wieder unsere Parallels. Wieder schulterbreiter Stand. Ihr geht in den Handstand hoch. Und ganz wichtig, hier auch wieder Körperspannung beibehalten und langsam kontrolliert, bis ihr mit der Nase am Boden seid. Könnt auch gerne ein bisschen halten und geht dann wieder nach unten. Ihr werdet merken, diese kurze Range mehr, die ihr nach unten geht, ist ordentlich anstrengend. Übung Nummer 3, Press to Handstand. Wir hatten ja vorher eine Übung, die nach unten ging. Jetzt brauchen wir eine Übung, wo wir uns nach oben drücken. So, und das die erste Übung, also Level 1, letztendlich ist der Wall Assistant Press to Handstand. Genau. Wir haben jetzt hier wieder unsere Stange. Und da ist wichtig, wir können hier aus der untersten Position anfangen. Ja? Also wir simulieren praktisch unsere unterste Position. Ja? Und können uns jetzt hier letztendlich nach oben drücken. Ja? 1. Können natürlich hier runtergehen und können diese Übung wiederholen. Ja? Da ist auch wieder ganz wichtig, wie schon die ganze Zeit gesagt, schulterbreiter Stand, Ellenbogen eng am Körper behalten. Schaut wirklich, dass die Ellenbogen nicht nach außen gehen und kontrolliert ausführen und auf ein bisschen Körperspannung achten. Gell? Ganz wichtig. Level 2 ist der Tuck Press to Handstand. Genau. Hier am besten am Boden machen, erstmal, ganz wichtig. Dasselbe Spiel. Wir lehnen uns leicht nach vorne. Hier, wir können wie gesagt in die Tuck-Position gehen. Wir verlagern unser Gewicht nach vorne und drücken uns schön nach oben. Genau. Da ist wichtig, wirklich traut euch, dass ihr euch nach vorne lehnt. Die Beine könnt ihr abheben. Ihr habt dann wirklich das ganze Gewicht hinten auf euren Schultern und drückt dann wie vorhin beim Handstand-Push-Up die Bewegung nach oben. So müsst ihr euch letztendlich nach oben drücken. Genau. Ich kann euch gerne noch mal einen zeigen. Das ist nochmal alles seht auf einmal. Genau, schulterbreit. Ihr lehnt euch nach vorne. Und zack. Das ist das ganze Spiel. Level 3 ist der Straddle Press to Handstand. Hier ist letztendlich der Hebel ein bisschen verändert, das heißt unsere Beine sind letztendlich im Straddle. Vorher war es natürlich Tuck, jetzt im Straddle. Gleiches Spiel, gehen nach unten, gehen in eine breite Position, lehnen uns wieder nach vorne auf die Ellenbogen und drücken uns nach oben. Genau. Selbe Spiel wie vorhin auch, wirklich, dass bei der Ellenbogen drinnen bleiben und einfach alles kontrolliert ausführt und das Gewicht wirklich auf eure Schultern verlagern und kontrolliert die Beine nach oben bewegen, bis ihr letztendlich im Straddle Handstand seid. Wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da. Checkt natürlich gerne auch unseren Instagram-Kanal ab. Wenn du Bock hast, den Handstand zu erlernen, dann haben wir dir das Tutorial in der Endcard verlinkt. Bis zum nächsten Mal, stay motivated und ciao!